Kurz nach Beginn der Sommerferien ging es los. Mama und ich starteten in ein Jahr voller Abenteuer. Das jedenfalls war der Plan. Ein Jahr keine Schule, aber auch ein Jahr ohne Oma und Opa und ohne meine Freunde. Unsere erste Etappe war Skandinavien. Auf Rügen in Dänemark haben wir den Lakolk-Strand besucht. Es ist der breiteste Strand Europas und man kann sogar mit dem Auto drauf fahren. Allerdings habe ich es Mama verboten, nachdem ich einige gesehen habe, die sich aus dem Sand freischaufeln mussten. Dann sind wir lieber reiten gegangen in den Kiefernwäldern. Ich liebe Reiten. Weiter ging es nach Schweden und Norwegen. Meine Mama hatte schon vor Beginn der Reise 2 Ängste, was das Autofahren anging. Brücken und Tunnel. Die weltweit längste Schrägseilbrücke ist die Øresundbrücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Knapp 8 Kilometer lang überm Wasser. Aber sie hat es gemeistert. Tunnel gab es gerade in Norwegen eine Menge. Wir sind sogar durch den längsten Tunnel der Welt gefahren. Fast 25 Kilometer ist er lang. Und wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Danach hat Mama ihre Angst definitiv überwunden. Norwegen ist ein wirklich spektakuläres Land. Außerdem regnet es viel und ich liebe Regen. Über Finnland sind wir dann mit der Fähre ins Baltikum gefahren. Besonders Litauen hat uns schwer überrascht. Am Berg der Kreuze wurden Ende der 90er Jahre über 50.000 Kreuze gezählt. Keiner weiß genau, wie viele es heute sind. Die kurische Nährung ist die Sahara der Ostsee, mit einigen der höchsten Dünen Europas. Sogar Vans und Bodyboarden gibt es. Am Abend. Es geht für uns weiter nach Polen. Vorbei an Warschau, eine Stadt, die auch nur im Dunkeln schön ist. Nach Auschwitz. Natürlich lerne ich auf dieser Reise nicht nur viel Geografie, sondern auch Geschichte, grausame Geschichte. Wir fahren weiter in die Slowakei, durch die wunderschöne Tatra. Wusstet ihr, dass es hier Murmeltiere, Luchse und sogar Bären gibt? Über Ungarn geht's nach Kroatien, mit unfassbar schönen Stränden. Stellplatz direkt am Meer inklusive. Ich glaube, die meiste Zeit waren wir einfach im Wasser. Und hier habe ich zum ersten Mal leuchtendes Plankton gesehen in der Nacht. Irgendwann mussten wir leider dieses schöne Land verlassen und fuhren weiter nach Italien. Das ist der Hof von Julia aus dem Stück Romeo und Julia von William Shakespeare. Unzählige Menschen haben Botschaften an sie geschrieben.
Und offenbar soll es Glück bringen, ihre Brust anzufassen. Ich weiß nicht so recht. Dass es verboten ist, die Wände zu beschmieren, haben hingegen wohl nicht so viele gelesen. Von den Ängsten meiner Mama hatte ich ja bereits erzählt. Hinzu kommt noch die Angst vom Festfahren im Schlamm. Wir hatten das schon mal erlebt, deshalb. Dieser Stellplatz hier in der Toskana sah gestern noch ganz schön aus. Doch dann regnete es die ganze Nacht und verwandelte sich in einen Schlammplatz. Also in der Straße kannst du mal ausstellen, bitte. Sei vorsichtig, dass du nicht in den Matsch trittst. Ja. Auch die Straßen der Toskana sind sehr eng. Hier an der Mauer haben wir gestern unseren Außenspiegel verloren, weil Mama einem Mofa-Fahrer ausweichen musste. Manchmal muss man eben Entscheidungen treffen. Zur Belohnung gab es wieder Strand auf Elba, Napoleons Exil. Es gibt wohl schlimmere Orte, an die man verbannt werden kann. Warum hängen wir denn jetzt hier? Alle hängen. Aber warum? Sorgen, Mama, nichts wird passieren. Schön. Ist nicht wahr, oder? Da unten sind unsere Freunde Noelle und Nicole. Echt jetzt? Wer hat's kaputt gemacht? Noelle hat ganz schlimm Höhenangst. Und wie fandet ihr es? Oh mein Gott. Endlich sind wir in Spanien angekommen. Mein Lieblingsland auf der Reise. Vielleicht auch, weil meine Familie hier lebt, wie mein Onkel, die René. In Andalusien gibt es eine Schmetterlingsfarm mit echt großen, wunderschönen Exemplaren. Einer wollte Mama sogar kennenlernen. Oder war es doch nur eine übergroße Motte? Das letzte Land in Europa sollte Portugal sein. Hier wollten wir unseren Winter verbringen. Lissabon ist eine wirklich schöne Stadt. Besonders mit der Weihnachtsbeleuchtung. Die Wellen sind gigantisch, aber für mich etwas zu heftig. Leider ist der Winter in Portugal auch nicht allzu warm, zumindest wenn die Sonne untergegangen ist. Dann ist es auch hier ab 18 Uhr kalt. Wir entscheiden, den Winter in Südostasien zu verbringen. Unser Wohnmobil bleibt erstmal in Portugal stehen. Wir fliegen nach Bangkok. Krung Thep heißt übersetzt Stadt der Engel. So bezeichnen die Thais ihre Hauptstadt in Kurzform. Es ist sehr laut, dreckig und ziemlich voll. Ich habe hier die meisten und fettesten Ratten überhaupt gesehen. Mama und ich haben den Jetlag so gar nicht gut vertragen. Also schnell weiter nach Phuket.
und dann auf die Insel Koh Lanta. Was hier gleich auffällt ist, es gibt jede Menge Katzen. Auch in unserem Bungalow. Das ist Mr. Weasley. Jedenfalls haben wir ihn so genannt. Noch mehr Katzen gibt es in den Tierheimen der Insel. Da gibt es sogar ein Katzencafé. Die waren so süß. Und wir konnten Gassi gehen mit den Hunden. Leider war der Hund von Mama nicht sehr motiviert. Wahrscheinlich war es einfach zu heiß. Mama hat sich einen Roller gemietet und wir haben die Insel erkundet. Das war so cool. Das ist die Maya Bay auf Phi Island. Bekannt aus dem Film The Beach mit Leonardo DiCaprio. Damals konnte man noch auf den Strand. Heute ist er gesperrt. Bis zu 7000 Besucher täglich trampeln alles platt. Nahezu alle Korallen sind dabei gestorben. Heute kann man nur noch bis zur Linie fahren. Ich finde das absolut okay. Aus der Entfernung reicht es doch auch. Mir hat Phi Island besonders wegen der tollen Strände und der wunderschönen Fische gefallen. Und wir haben in einem Baumhaus am Strand übernachtet. Nach einem Monat Thailand ging es weiter nach Indonesien. Mit Zwischenstopp in Singapur, der saubersten Stadt der Welt. Rauchen ist in großen Teilen der Stadt verboten, ebenso wie Essen in der U-Bahn oder Kaugummis. Die Lichterschau in den Garten by the Bay war spektakulär. Auf Bali haben wir ein Haus gemietet mit Pool. Das war fantastisch. Oben im Norden der Insel, weit weg vom Tourismus. Doch leider sah der Strand vor unserer Tür katastrophal aus. Ich habe noch nie so viel Müll gesehen. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Dafür waren die Tempel sauber.
Es gab viele Hunde in den Tempeln. Überhaupt war die Insel voller Straßenhunde. Diese 3 kleinen Welpen haben wir aus einem Reisfeld gerettet, bevor der große Regen einsetzte. Sie wären sicher ertrunken. Ein kleines Mädchen, wir nannten sie Tinkerbell, hatte ein gebrochenes Beinchen. Die anderen nannten wir Mulan und Pocahontas. Wir mussten schnell in die Tierklinik fahren. Die war allerdings 6 Stunden weit weg, auf der anderen Seite der Insel in Ubud, und wir mussten dafür einen Fahrer mieten. Denn auf dem Roller wäre das nicht machbar gewesen. Leider kann man von Bali aus keine Hunde ausführen, sonst hätten wir sie mitgenommen nach Deutschland. Doch uns blieb nur, sie in der Klinik zurückzulassen, in der Hoffnung, dass sich der örtliche Tierschutz wie versprochen um die Hundebabys kümmert. Den Rückweg nutzten wir, um uns anzuschauen, wie der berühmte Bali Coffee gemacht wird. And then finally we get coffee like this. This is Bali coffee. You can smell. Yeah, this is turmeric. Das ist ein Luwak. Er isst die Bohnen und kackt sie dann wieder aus. Dieser Kaffee soll eine besondere Spezialität sein. Ich mag ja lieber Tee. Ein paar Tage später standen wir ganz früh auf, um Delfine zu beobachten. Wir hatten das schon ein paar Mal in Spanien gemacht und hatten auch schon Orcas in freier Wildbahn gesehen. Doch das sollte hier heute leider etwas anders laufen. Wir fuhren über 1 Stunde umher und kein Delfin war in Sicht. Mit uns waren ungefähr 8 bis 10 Boote unterwegs. Als sie dann plötzlich auftauchten, rasten die Boote den armen Tieren hinterher, sodass es einer Treibjagd glich. Meiner Mama kamen die Tränen und sie bat unseren Kapitän, nicht zu nah an die Tiere heranzufahren. Schließlich brachen wir sogar ab und kehrten um. Das war definitiv keine delfingeschützte Tour. Und die Tiere erleben das vermutlich jeden Tag. Schrecklich. Wir entschlossen dafür, schnorcheln zu gehen. Die Fische auf Bali sehen richtig bunt aus. Ist das Meer nicht unglaublich ruhig? Es sieht aus wie ein See, oder? Da wir wieder einen Roller gemietet hatten, konnten Mama und ich uns die tollen Wasserfälle und die heißen Quellen anschauen, die es auf der Insel zu Genüge gibt.
einem Monat blieben wir auf Bali, bevor wir langsam wieder die Heimreise antraten. Mit einem letzten Stopp in Sri Lanka. Untergekommen waren wir in einem tollen Resort direkt am Strand, das einer deutschen Familie gehört. Das war mein Lieblingsort auf der Asienreise, weil ich mich dort verliebt habe. Darf ich vorstellen? Alfred. Alfred und ich haben jede freie Minute zusammen verbracht. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. Aber war auch manchmal ein richtig frecher. Katze Sita hat er immer schön geärgert. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it? Es gab auch viel zu entdecken. Warane zum Beispiel. Seht ihr den hier? Jetzt bewegt er sich. Der ist ganz grün. Throw our problems in the flame. We fell down to the bottom. Und bei einer Bootstour auf dem Kanal machten wir Halt an einer Kokosplantage. Der Mann war bestimmt über 70 Jahre alt und kletterte auf 20 Metern Höhe, um den Blütensaft zu holen. I'm holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean, setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Turn the page and burn. Oh, eine tote Biene. Und daraus wird jetzt Schnaps gemacht? The big bonfire on the beach with the stars as our light. Da wir keinen Roller auf Sri Lanka mieten konnten, reisten wir mit dem Zug über die Insel. Das war schon ein Erlebnis. Es heißt, von Kandy nach Ella ist die schönste Bahnstrecke der Welt. Das dachten wohl auch viele andere. Der Zug war unfassbar voll. So dass wir beschlossen, ein Stück mit dem Tuk-Tuk zu fahren. Nuwara-Eliya liegt inmitten der hügeligen Teeplantagen in der Landesmitte Sri Lankas. Es war ziemlich kühl da, im Vergleich zum Rest des Landes. Dort stiegen wir dann in den Zug nach Ella, der schon deutlich leerer war und wir konnten sogar sitzen. Die Aussicht war gigantisch, vorbei in den Teeplantagen und Wasserfällen. Sri Lanka war ein toller Abschluss einer abenteuerlichen Reise. Ein Jahr ohne Schule war toll, aber ich freue mich auch jetzt wieder bei meinen Freunden zu sein. Und tatsächlich bin ich viel besser in der Schule als in den letzten Jahren. Ich freue mich schon auf die nächsten Reisen mit Mama, aber so lang muss erstmal nicht mehr sein. Wenn ich später einen Führerschein habe, will ich aber auf jeden Fall auch ein Van ausbauen und reisen. Mit einem Hund und vielleicht mit einer Freundin.